Herzlich willkommen zurück oder herzlich willkommen bei Unpopular People. Wir glauben, dass auch unbekannte Menschen eine spannende und tolle Lebensgeschichte zu erzählen haben. Heute in unserem Interview Viki und Daniel. Viki und Daniel sind digitale Nomaden, die sich als Finanzberater unter dem Namen Finanzstark als Paar selbstständig gemacht haben. Sie haben einen interessanten Weg hinter sich mit verschiedenem Background von ihren verschiedenen Herkunftsländern und haben sich gefunden und arbeiten jetzt zusammen und leben natürlich auch zusammen. Wir haben die beiden auf einem Business-Event kennengelernt, sind Freunde geworden und dachten uns dann, hey, die beiden müssen wir auf jeden Fall interviewen. In diesem Interview erfahrt ihr, wie man als Paar zusammenarbeiten kann, wie man gegenseitig sich unterstützt in schwierigen Zeiten, aber auch in guten Zeiten. Außerdem erfahrt ihr, wie man das Leben sich so gestalten kann, dass jeder Tag etwas Besonderes ist. Wenn ihr Beratung im Finanzbereich von Viki und Daniel haben wollt oder an ihren Services und Produkten interessiert seid, dann sendet uns doch einfach eine Nachricht auf www.unpopularpeople.com. Wir kennen die beiden sehr gut und können bestimmt ein tolles Angebot für euch heraushandeln. Wenn ihr den Inhalt unseres Podcasts wertvoll findet, dann shared ihn doch gerne auf den Social Media Accounts. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Außerdem könnt ihr uns unterstützen, indem ihr auf www.unpopularpeople.com unter dem Button Donate uns eine kleine Spende hinterlasst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Daniel und Viki. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Unpopular People. Wir freuen uns sehr, euch heute in diesem Interview begrüßen zu dürfen. Das Ganze über Skype. Ja, ihr seid auch das erste Paar, das wir interviewen dürfen. Das habt ihr ja schon gehört. Und dann fangen wir einfach mal an mit der ersten Frage. Und die heißt bei uns eigentlich immer, wo seid ihr geboren und wo seid ihr aufgewachsen? Ihr könnt selber entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Gut, dann fange ich mal an. Hallo Lieben, erstmal danke für die Einladung. Ich bin Daniel, bin 27 Jahre alt und bin geboren in Oberkirch. Das ist eine kleine Stadt in Baden-Württemberg, in der Nähe von Stuttgart. Und wo bist du aufgewachsen? Wo bin ich aufgewachsen? Aufgewachsen bin ich aber in Bayern. Genau, ich bin mit meinen Eltern nach Bayern gezogen und habe eigentlich die letzten Jahre dann in Bayern gelebt. Ja, und ich bin in der Ukraine geboren, in einer größeren Stadt in Vinica, und habe dort die erste Hälfte meiner Kindheit verbracht, und mit 9 bin ich dann nach Österreich gezogen und habe dort die zweite Hälfte verbracht. Genau. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt in Wien. Also Daniel war da für ein Praktikum und ich habe dort bereits studiert, und so sind wir über Freunde irgendwie vorgestellt worden, und ja. Genau, geplant war eigentlich nur, dass ich für 3 Monate nach Wien komme, obwohl die Liebe hinfällt, bin hängen geblieben in Wien, dann 5 Jahre in Wien gelebt letztendlich. Und du hast ein Praktikum gemacht, dann erzähl doch einfach mal ein bisschen, Daniel, fangen wir mal mit dir an, oder du hast ja auch schon vorab angefangen. Dann erzähl doch mal, wie war so deine Kindheit, was haben deine Eltern von Beruf gemacht und wie ist es zu dem Praktikum gekommen? Was war das denn für ein Praktikum überhaupt? Das Praktikum war im Bereich Controlling. Genau, ich habe zu meinem Hintergrund, ich habe BWL studiert. Ich bin, wie du vorhin schon gesagt hast, bin aufgewachsen eigentlich in einem kleinen Dorf in Bayern. 3000 Einwohner, wirklich ein ganz kleines Minidorf, ja. Und ja, ich würde sagen, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ganz klassisch. Mein Papa hat gearbeitet, meine Mama hat sich um die Kindererziehung gekümmert, ich habe 2 Schwestern auch, und ich würde sagen, wie gesagt, ich bin ganz klassisch aufgewachsen. Und ja, aber irgendwann wollte ich ein bisschen raus in die weite Welt und bin dann erst zum Studieren rausgegangen, und dann eben halt wollte ich unbedingt ein Praktikum machen im Ausland. Und meine erste Station war halt Österreich und eben Wien in dem Fall. Und ja, und genau. Das heißt, du hast in dem Beruf als Controller dann auch nach dem Praktikum noch gearbeitet? Oder was passierte dann? Genau, ich habe dann mein Studium abgeschlossen und bin nach meinem Praktikum, bin in der gleichen Firma, konnte ich anfangen und konnte auch im Controlling arbeiten. Genau, die Firma hat mich dann übernommen, sie waren sehr zufrieden mit mir und konnte dann dort bleiben in der Firma. Und dann in Wien habt ihr euch beide ja kennengelernt scheinbar. Dann erzähl mal du, Viki, wie war deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern von Beruf gemacht? Genau, also eben nach Wien bin ich zum Studieren gekommen,
Also da war ich 19 Jahre alt und zuvor eben war ich 9 Jahre zuerst eben in der Ukraine, bin dort alleine mit meiner Mama aufgewachsen und eben zu meinem Vater haben wir zu dem Zeitpunkt eben wenig Kontakt und irgendwie bin so als Einzelkind mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Das hat sicher meine Kindheit sehr geprägt, einfach auch es war auch nicht sehr viel Geld da, weil die Einkommensschere in der Ukraine noch viel, viel krasser ist als zum Beispiel in Deutschland und in Österreich. Und schon eben vor 27 Jahren war es noch ärger, als man es teilweise heute vorfindet. Und und dann sind wir nach Österreich gezogen, weil meine Mama geheiratet hat und eben auch so war wirklich am Land. Also das war so ein 300-Seelendorf und das Durchschnittsalter war 60 und irgendwie ist so dieser Part, ich bin von einer großen Stadt in ein kleines Dorf, wo es keine anderen Kinder gab. Dann hatte ich Herausforderungen mit der Sprache. Im Süden von Österreich, wo ich dann eben die 9 Jahre vor der Uni verbracht habe, gibt es ein großes Thema auch mit Rassismus und eben das war schon eine große Herausforderung. So war ich umso glücklicher, wo ich dann nach Wien gekommen bin, mein eigenes Leben habe leben können, eben auch internationale Leute kennengelernt habe und also das war so mein Ausbruch aus dem Dorf und ich war sehr glücklich, wieder in einer großen Stadt wie Wien zu wohnen. Und ja, dann erzählt mal, was macht ihr denn dann heute? Jetzt haben wir ein bisschen von eurem Hintergrund schon erfahren, aber jetzt wollen wir auch wissen, was macht ihr denn eigentlich heute und warum interviewen wir euch denn? Heute bieten wir an Finanzcoaching für Paare und außerdem sind wir gerade dabei, internationales Airbnb Business aufzubauen. Und wir arbeiten online und sind digitale Nomaden und arbeiten von wo aus der und wohnen, wo wir auf der Welt arbeiten und wohnen, wo wir wollen auf der Welt. Genau, viele Leute wissen, digitale Nomade ist dieser Trendbegriff, bisschen digitaler Nomade bedeutet, eben, wie die gerade schon gesagt hat, man lebt überall auf der Welt, wo man sich gerade wohlfühlt, wo man zu Hause findet und man kann eben online arbeiten. Und durch die Technik heutzutage ist es auch relativ leicht möglich. Man braucht Internet, einen Laptop, man kann schon von online überall auf der Welt aus arbeiten. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch dazu entschlossen habt, digitale Nomaden zu werden, beziehungsweise einfach euer eigenes Business zu starten? Was hat euch dazu angetrieben? Also eben zunächst wollten wir nach unserem Studium, nach dem Masterabschluss einfach eine Pause machen. Wir waren müde und erschöpft und wir haben bereits studiert und gearbeitet parallel und danach, nachdem wir unseren Abschluss gemacht haben, wollten wir einfach mal raus und haben eben uns auf diese große Reise, von der wir lange schon geträumt haben, vorbereitet. Und dann eben, was uns stark beeinflusst hat, wir sind dann losgefahren in diese Welt, haben so wunderschöne Orte gefunden und haben gemerkt, wir fühlen uns nicht nur in Österreich wohl, es gibt einfach mehr. Und was uns noch sehr stark beeinflusst war eben gleich am Anfang der Reise, in den ersten Tagen, sind wir total zufällig in die Arme von Freunden oder Bekannten gelaufen. Wir wussten nicht, dass sie in Bangkok sind, also was für ein Zufall in einer 8-Millionen-Stadt. Und die haben uns über ihren Lebensstil erzählt, dass die eben, seit wir sie nicht mehr gesehen haben, auch, dass sie ihre Wohnung aufgegeben haben, dass sie von Thailand und von Deutschland und von Griechenland und von anderen Ländern der Welt aus arbeiten, das, was gerade gefällt. Und das hat uns sehr zum Nachdenken gegeben. Und ein Satz ist so hängen geblieben, eben da meinte also es war auch ein Pärchen und er meinte dann eben, wisst ihr, was das Tollste ist? Wisst ihr noch, wo ihr Kinder wart, wo ihr aufgestanden seid? Es war kein Unterschied, ob es Montag oder Dienstag oder Samstag oder Sonntag ist. Und genau dieses Leben führt er jetzt auch. Es macht keinen Unterschied, ob es jetzt Sonntag oder Montag ist. Er lebt einfach sein Leben und tut das, was wirklich Spaß macht. Und diese Sätze sind so hängen geblieben in uns und wir
also das hat uns einfach nicht mehr losgelassen auf der Reise. Dieses, wow, Arbeiten kann Spaß machen und man kann sein Leben einfach individuell gestalten und seitdem ist dieser Traum in uns entstanden, dass wir einfach ein selbstbestimmtes Leben führen wollen und nicht von anderen es bestimmen lassen wollen. Sehr schöne Anekdote auf jeden Fall. Das heißt, dieses Paar oder dieser Freund, der diesen Satz gesagt hat, der war eine wahrscheinlich Inspiration und Vorbild für euch. Was sind denn noch so Vorbilder, die euch dazu treiben, das jetzt wirklich durchzuziehen? Gibt es da irgendjemand oder ein Film, ein Buch, was auch immer euch dazu noch mehr antreibt und euch Mut gibt? Hey, das ist genau das, was wir machen wollen. Eine Sache, die mir gerade als erstes einfällt, die uns auch das letzte Jahr sehr begleitet war, waren für uns auch gewisse Vorbilder. Das waren die Geldhelden. Das ist eine Community oder ein Netzwerk von Menschen, die finanzielle Bildung in die Welt bringen wollen, auch ähnlich, was wir machen wollen. Und da haben wir uns einfach auf der Reise viel Podcast angehört von den zwei, sind auch ein Paar. Und die haben uns sehr viel inspiriert, auch die motiviert, okay, das zu machen, was wir gerade machen, einfach mehr nicht zu limitieren zu lassen, mehr im Leben rauszuholen. Und das treibt uns, das ist sicherlich eine unserer Vorbilder gewesen, das letzte Jahr. Ein Buch oder eben auch somit ein Vorbild, was uns sehr beeinflusst hat, war Robert Kiyosaki. Und das Buch heißt Rich Dad Poor Dad. Und eben, ich habe es zwar nicht gelesen, aber Daniel hat jede Seite, die er gelesen hat, mir unbedingt nacherzählen müssen. So war es nicht mehr notwendig, dass ich es dann gelesen habe. Und wir haben so viele Aspekte dadurch diskutiert. Und da geht es eben darum, wie jemand eben von einem reichen, einem armen Vater aufgewachsen wird, um die Geldglaubenssätze, die man mitbekommt und eben um einen Typen, der dann auch eben sein Lebensstil etwas runterschraubt, um aus dem Hamsterrad auszusteigen, um seine Träume zu verwirklichen und eben der nicht aufgibt. Und das fand ich irgendwie richtig toll und das hat uns auch sehr beeinflusst und hat uns inspiriert, einfach das zu starten und einfach nicht mehr aufzugeben. Ja, definitiv ein sehr wichtiges und tolles Buch, was ich denke, was jeder mal gelesen haben sollte, der irgendwie in dieser Richtung aktiv ist. Aber auch meine Frage an euch, warum denkt ihr, ist das so wichtig, dass diese finanzielle Bildung, nenne ich es jetzt einfach mal, also diese Financial Intelligence, warum denkt ihr, dass das so wichtig ist für die Menschen und warum wollt ihr euch da so einsetzen? Geld bedeutet nicht Freiheit, aber Geld ist auf jeden Fall an Freiheit geknüpft. Freiheit beginnt auf jeden Fall im Kopf. Also da sind wir absolut davon überzeugt. Und jeder, der sich durch Geld limitieren lässt, das ist auch nur ein Limit, der im Kopf entsteht. Aber eben, wenn man diese Freiheit im Kopf erreicht hat, ist der nächste Schritt, seine Ziele und Träume sich zu finanzieren. Und irgendwie kommt jeder damit in Kontakt. Und eben viele Menschen lassen sich eben genau durch dieses Thema limitieren. Und da wollen wir Methoden und Möglichkeiten aufweisen, die wir uns über Jahre erarbeitet haben, damit auch andere eben diese Freiheit, eben ihre Entscheidungen zu treffen, genießen können. Und da fällt mir gerade, wie Viki das so erzählt, einfach eine Person ein, die mir noch sehr wichtig war, die ich leider vorher gar nicht erwähnt habe. Das war von meiner Oma und die hat einmal so schön zu mir gesagt, und das hat sie mehrmals gesagt eigentlich, Geld macht nicht glücklich, aber Geld beruhigt. Und dieser Satz ist so in mir drin geblieben einfach. Und von ihr habe ich auch viel mitbekommen vom Finanzwissen einfach. Sie waren nicht reich, sie waren glücklich, aber sie haben genug Geld gehabt zum Leben einfach. Sie haben sich alles selbst erarbeitet, ihr Haus gebaut, dann verkauft, dann auch ein bisschen ihr Geld gut gespart und angelegt. Und sie waren einfach glücklich mit dem Leben einfach. Sie sind leider letztes Jahr beide gestorben, aber sie waren wirklich glücklich einfach. Also sie haben wirklich, also ich war die letzten Tage von ihrem Tod, war ich bei ihr im Bett und sie gemeint, sie hat ihr Leben genauso gelebt, wie sie gewollt hat. Und das ist einfach so schön. Ne? Und das ist für mich einfach wirklich Inspiration, das treibt mich auch an. Solche Erinnerung, immer wieder, wenn ich zweifle, denke ich daran zurück, an ihre Worte und genau. Ja, definitiv. Es ist einfach so wichtig, dass man sein Glück auch wirklich lebt und denke, dass da seid ihr echt gut dabei, das so umzusetzen. Wer ist denn eure Zielgruppe, die ihr erreichen wollt mit eurem Coaching? Genau, unsere Zielgruppe, wir
voll auf die jungen Leute, 20 bis 30 sagen wir, 20 bis 35, das ist so einfach, am liebsten noch früher in den Schulen ansetzen, aber gerade fokussieren 20 bis 35, genau, die gerade vielleicht mit der Ausbildung fertig geworden sind, gerade im Studium einfach, die gerade das erste Geld verdienen, aber keine Ahnung wissen, was mache ich denn überhaupt, ja. Da bringt dann immer keiner bei, was man macht. Also wirklich, die gerade von der Schule fertig werden oder gerade mit dem Studium fertig werden, die gerade das erste Geld verdienen, die wollen wir mit begleiten auf dem Weg. Dass sie einfach von Anfang an ein gutes Finanzfundament aufbauen können. Und genau. In dieser Anfangszeit hat man meist sehr geringe laufende Kosten. Als Student oder als Schüler, da hat man meistens fast gar keine Ausgaben oder sehr geringe, hat sie einen Überblick. Das ist ganz normal, wenn man einen Job bekommt, dass man sich einfach, aber gleichzeitig hat man die perfekte Ausgangslage, hier etwas Geld abzuzweigen und sich eine großartige finanzielle Stabilität und vielleicht sogar passives Einkommen aufzubauen. Zum Beispiel, ich habe einen mal kennengelernt, eben nennen wir ihn Peter, und eben habe mich mit ihm darüber unterhalten, und er hatte gerade sein Studium beendet, hatte ein Nettogehalt von 4.000 Euro und hatte es geschafft, jeden Monat 4.000 Euro auszugeben. Dieser Schwenk ist eigentlich total verrückt. Also als Student eben hat man so geringe Ausgaben, und er hat es geschafft, 4.000 Euro einfach zu verprassen. Und wenn er dann vielleicht nach einem Jahr mit seinem Job nicht mehr zufrieden ist, hat er nicht die Möglichkeit, dort auszusteigen, weil er von diesem großen Einkommen komplett abhängig ist. Und genau diese Abhängigkeit wollen wir verhindern bei den Menschen. Ja, und auch euer, sag ich mal, Unternehmen, das Ganze, was ihr jetzt macht, ihr habt ja auch noch Airbnb, wie ihr vorhin schon erwähnt habt, das, was ihr auch vermietet. Und wie geht ihr das Ganze an? Also könnt ihr da vielleicht Tipps geben an andere Leute, die sich auch jetzt aus dem Hamsterrad lösen wollen und das angehen wollen? Also nicht nur, was das Mindset angeht. Ich denke, da sind so Bücher wie Rich Dad, Poor Dad schon sehr hilfreich, was das alles angeht, aber so wirklich das konkret angehen, das ganze Thema Selbstständigkeit, digitale Nomade werden. Könnt ihr da irgendwelche Tipps und Hinweise geben an die Leute, wie sie das Unternehmen gründen vielleicht oder so? Also eine gewisse Vorbereitung ist key. Also wenn man beginnt eben zu merken, im Job ist man vielleicht nicht zufrieden, es ist sehr wichtig, sich eine gewisse Basis zu schaffen, finanziell, damit man eben, wenn man sich selbstständig macht, das braucht einen gewissen langen Atem. Man muss dann auch wirklich einige Monate dann auch durchhalten, und da eine finanzielle Basis zu haben, schafft extrem viel kreative Freiheit, ohne dass man sich dann extrem unter Druck setzt. Und hier, das ist ein großartiger Tipp, und das habe ich sehr, sehr spät in meinem Leben gelernt: jeder Cent zählt. Jeder Cent ist wichtig, und nicht, dass man den spart und nicht ausgibt, aber eben das Sparen beginnt beim ersten Cent, beim ersten Euro. Und ich habe das früher gar nicht geschätzt, obwohl ich eigentlich mit wenig Geld aufgewachsen bin. Aber ich habe mir gedacht, was sind schon 10 Euro oder was ist schon 1 Cent? Und eben wir mit Daniel gemeinsam haben angefangen, Centbeträge zu sparen. Wir haben ein Glas gehabt, wo wir unser Kleingeld reingeworfen haben, und eben, das war nur Kleingeld, und wir haben dann zuerst nur die bis 10 Cent reingeworfen, dann bis 50, dann haben wir auch 1 Euro reingeworfen, und dann allein in 3 Monaten haben sich das schon auch so 150 Euro mal sammeln können. Und das ist ein Punkt. Und dann kommen all diese kleinen Beträge zusammen, und irgendwann einmal macht das einen großen Betrag aus. Also viele glauben, man macht das später. Also wenn das Business richtig erfolgreich läuft, dann spart man weg. Oder wenn man dann das große Gehalt bekommt, dann spart man. Aber nein, es beginnt schon von Anfang an. Also wir haben schon als Studenten gespart, wo wir kaum gearbeitet haben oder fast nicht gearbeitet haben, haben wir auch gespart. Und das hat uns die großartige, tolle Basis gegeben, sich selbstständig zu machen. Und eben, Daniel, was hast du noch für einen Tipp? Hast du schon wunderbar zusammengefasst, ja. Und was uns jetzt auch noch am meisten geholfen hat, nachdem wir jetzt die finanzielle Basis gehabt haben, uns Leute zu suchen, die es bereits erfolgreich gemeistert haben. Also das ist das Wichtigste, weil wir haben natürlich, wir haben auch wundervolle Freunde, ein wundervolles Netzwerk daheim, aber wir können sie nicht fragen, okay, wie macht man sich selbstständig? Weil sie es noch nie gemacht haben. Man kann nur Leuten fragen, die sich bereits selbstständig gemacht haben, die kann man fragen um Tipps, okay, die schon gemacht haben. Okay, wie hast du das gemacht? Das sind deine Herausforderungen, kann von anderen Menschen lernen. Also
eins einfach wichtig war, dass wir uns gerade Leute gesucht haben, die sich bereits selbstständig gemacht haben, die uns auch Tipps mit auf den Weg gehen konnten, okay, das müsst ihr machen, das müsst ihr beachten, das müsst ihr beachten. Natürlich macht man trotzdem Fehler, aber das war einfach genau auch noch sicherlich eins, was man den Hörern mitgeben kann. Also eine Art Mentor? Mentor und auch so Wegbegleiter, genau. Mentor, genau, und Wegbegleiter. Ein Wegbegleiter, die vielleicht den gleichen Weg gerade gehen, gleich auch die gleichen Fragestellungen haben. Mentor oder Wegbegleiter, genau. Also Mentoren ziehen einen richtig weiter, aber hin und wieder am Anfang hat man jetzt nicht so den Zugang zu sehr erfolgreichen Menschen, weil man selbst doch vielleicht die Leute gar nicht kennt, die dann so weit sind, oder man weiß gar nicht, wie man sie ansprechen soll, oder sie sind nicht interessiert, vielleicht mit einem zu sprechen, wenn man selbst noch kein Business hat. Aber eben die Wegbegleiter, die gerade die gleichen Entscheidungen treffen, die gleichen Herausforderungen leben und trotzdem entschlossen sind, weiterzugehen, das ist eben ein richtiger Push und das ist richtig gut. Das passt doch sehr gut zu der Frage, die ich gerade schon im Kopf hatte. Was macht ihr denn, wenn es mal, ihr sagtet gerade, man braucht auf jeden Fall einen langen Atem, um das Ganze umzusetzen, wenn man dann startet. Aber was habt ihr gemacht oder was macht ihr, wenn es mal eine Zeit lang nicht so läuft, wie ihr euch das eigentlich im Kopf vorgestellt habt, um einfach die Fassung und Ruhe zu bewahren und weiter motiviert weiterzumachen? Gibt es da irgendwas, was euch da antreibt oder was ihr aus Erfahrung weitergeben könnt? Wie habt ihr das so gemacht oder wie macht ihr das? Also ich glaube, die herausforderndste Situation, seit wir diesen Entschluss getroffen haben, war, wir sind da zurückgekommen und haben unser Umfeld nicht damit konfrontiert, aber unser Umfeld erzählt, was wir so für Pläne haben und eben, also ein Beispiel zum Beispiel, meine Mama, die war das total schlimm. Also die war total fertig, hatte einen Nervenzusammenbruch, meinte, dass wir unser Leben werfen und eben, dass eben wir alles, also diese Zeit, das Studium, alles vergeudet haben. Und das war dann schon hart, weil man möchte irgendwie die Eltern stolz machen und dann eben, also haben wir solche Kommentare gehört, das waren sicher die extremeren, aber es kamen viele, viele Kommentare. Und was uns geholfen hat, das war auch der Vorteil, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon keinen fixen Wohnsitz mehr hatten. Wir sind dann nach Hamburg und Berlin, waren bei der digitalen Nomaden-Konferenz, also DNX-Konferenz, waren bei der Freiheits-Business-Konferenz, wo eben Gleichgesinnte waren. Und da haben wir gemerkt, wir sind nicht allein und das ist nicht alles so komisch, was wir vorhaben, sondern für andere Menschen ist das auch Normalität und Alltag und es funktioniert auch noch. Und nicht nur für ein Ausnahmetalent, sondern für ganz, ganz viele Menschen. Und das hilft einfach, sich diesem Umfeld einfach zu entziehen und sich in ein anderes Umfeld zu begeben. Das hilft extrem. Und wie ist es jetzt heute? Also merkt ihr jetzt, dass auch du hast jetzt das Verhältnis mit deiner Mutter angesprochen und ich glaube, da können sich viele mit identifizieren, die sich so ein bisschen losreißen von allem, was sie so kennen von der Vergangenheit. Und dann sind viele Leute, die einem da so ein bisschen dazwischen sprechen. Und auch daran zweifeln, ob das überhaupt funktioniert. Aber jetzt sieht man ja bei euch als gutes Beispiel, dass es funktionieren kann. Und wie ist jetzt das Verhältnis mit den Leuten? Wie hat sich das verändert? Genau, also man merkt schon einfach, je länger wenn man dann einfach halt das auch durchzieht und umsetzt einfach und auch dann die ersten Erfolge, dann merkt das Umfeld auch, okay, die reden nicht nur, die setzen auch um. Und mittlerweile merkt man schon, die Widerstände werden kleiner und es kommen neue Widerstände auf jeden Fall. Aber gerade ist immer mehr Akzeptanz, gerade auch vom Freundeskreis, vom Familienkreis, also auch meine Eltern, sehr viel Support da einfach und immer mehr Vertrauen letztendlich da. Und das ist einfach nur diese Anfangsphase, aber wenn man diesen Weg dann geht und sagt, wie wichtig ihm das ist, und wir haben auch gesagt, wir waren vorher echt unglücklich mit unserem Leben. Wir waren vorher unglücklich. Mama und Papa, wir waren vorher unglücklich mit unserem Leben. Deswegen machen wir das. Und es waren einige Gespräche notwendig, sicherlich auch, aber es wurde immer mehr Akzeptanz. Und ich würde sagen, wie gesagt, ja, klar, es sind Widerstände da, immer mal wieder einfach, aber gerade immer mehr von einem engsten Umfeld ist immer mehr Akzeptanz da. Sie freuen sich auf uns. Genau, ja. Also eben, es ist sicher manchmal eben ist noch diese Erwartung da,
kommt ihr jetzt nach Wien zurück oder sucht ihr euch jetzt endlich einen fixen Wohnsitz? Aber es ist schon weit nicht mehr das, was es am Anfang war, nicht dieser Schock, sondern eben man gewöhnt sich an diesen neuen Lebensstil. Es ist eben, und das ist es wert, diese Zeit durchzuhalten. Also für uns war es auf jeden Fall wert, diese Zeit durchzuhalten, diese Gespräche zu führen und eben auf diese Akzeptanz zu warten, die dann mit der Zeit schleichend aber doch kommt. Was mich auch brennend interessiert, ist, da ihr ein Paar seid und das alles zusammen durchzieht, wie sieht denn so euer Tagesablauf aus? Ja, so was macht ihr denn so? Was ist so das Erste, was ihr nach dem Aufstehen macht? Also ihr müsst jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber wie sieht euer Tag so aus? Ja, habt ihr da eine Struktur, eine strenge, oder lebt ihr erstmal rein und guckt, was so zu tun ist? Ja, und vor allem auch, wie ist es, als Paar zusammen zu arbeiten? Bei uns ist es ja das Gleiche, aber wie ist das so für euch? Das interessiert mich oder uns auch brennend, wie man einfach als Paar zusammenarbeiten kann und erfolgreich sein kann. Also so vom Tagesablauf sind wir dabei, auch viel zu experimentieren. Dadurch, dass wir jetzt wirklich so konzentriert und fokussiert zu arbeiten begonnen haben im März in etwa, sind wir noch dabei, irgendwie das perfekte Framework auszuklügeln. Aber was für uns super funktioniert, ist mit der Sonne aufstehen. Das hin und wieder ist es wirklich herausfordernd, aber eben das ist wirklich toll, wenn man den Tag früh startet. Man bringt so viel voran. Eben dann Sport und eine kalte Dusche. Das nimmt die Restmüdigkeit weg. Und was auch super funktioniert, eben ist danach eine konzentrierte Arbeitssession. Vorm Frühstück einfach eben. Es kann 1 Stunde sein, 1,5 Stunden, kann auch länger sein, aber am Anfang bereits eine konzentrierte Arbeitssession und danach erst das Frühstück. Und eben meistens funktioniert es bei uns so, dass wir entweder eben eher so Arbeitstage durchziehen. Also hier aktuell in Nicosia fahren wir in einen Coworking Space. Wenn wir gute Möglichkeiten haben für Internet eben an unserem aktuellen Wohnort, dann bleiben wir daheim und eben versuchen, konzentrierte Arbeitssessions mit Pausen zu kombinieren. Zum Beispiel mir hilft eine tolle Pause für mich ist ein Kaffee am Nachmittag. Daniel legt sich schon gerne hin für ein kurzes Mittagsschläfchen und jeder hat somit seine Methoden, wie er weiter effektiv arbeiten kann. Und meistens ziehen wir das so bis am Abend durch und versuchen aber frühzeitig mit der Arbeit aufzuhören und zu entspannen. Genau, also wir arbeiten eigentlich eher so, dass wir Arbeitstage haben und nicht Arbeitstage, wo wir entspannen. Also übermorgen wollen wir in Zypern ein paar Strände abfahren, mehr die Sonne genießen und vielleicht noch kurz im kalten Wasser baden. Und also das funktioniert eigentlich ganz gut für uns, aber dadurch, dass wir vielleicht nicht immer in der Routine sind oder beziehungsweise andere Projekte diese Routine unterbrechen, wenn wir zum Beispiel bei den Eltern sind oder was noch die Routine unterbrochen hat, dass wir unser Airbnb renoviert haben und wir schon ausreisen mussten aus dem Land, da haben wir wirklich 12 Stunden, 14 Stunden 16 Stunden am Tag gearbeitet und da war diese Routine, die einen wirklich produktiv haltet, nicht möglich. Und eben deswegen sind wir immer wieder neu dabei, Sachen auszuprobieren und eben auch die Routine immer wieder neu anzufangen. Aber genau, die Strukturen sind extrem wichtig aufzubauen. Jetzt haben wir keinen Arbeitgeber mehr, der uns vorgibt, okay, wir müssen um 8 Uhr ins Büro, um bis da und dann arbeiten. Dadurch haben wir selbst die Verantwortung zu sagen, okay, wann fangen wir an zu arbeiten? Wie lange arbeiten wir? Wann machen wir auch Pausen? Also beide Richtungen. Einmal, okay, dass man jetzt nicht den ganzen Vormittag ausschläft, kann man mal machen, aber irgendwann, okay, möchte man auch machen und okay, wann hört man auf zu arbeiten? Also man hat auf einmal, man hat diese Verantwortung selbst, über sein Leben zu bestimmen, seine Strukturen zu gestalten. Und da braucht man eben, wie die Viki gerade schon gesagt hat, gewisse Routinen, Strukturen, und die wir versuchen auch mal wieder zu hinterfragen, neu aufzusetzen, und die klappen auch nicht immer. Natürlich macht es auch mal Spaß, am Film zu schauen oder irgendwie so Sachen zu machen. Also man muss auch immer wieder schauen, dass man neu in die Routine reinkommt. Ja, und so zusammenzuarbeiten macht uns eigentlich wirklich sehr viel Spaß. Also eben irgendwie
wir hatten früher so Glaubenssätze, oh nein, man kann nicht zu viel mit dem Partner arbeiten, sonst hat man ihn dann satt und kann ihn nicht mehr sehen. Und eben, also dieses Bild hatte ich eigentlich früher schon immer, oder auch, man kann nicht mit Freunden zusammenarbeiten. Und das hat sich das habe ich hinterfragt, und eben da hat sich unsere Wahrnehmung dazu komplett geändert. Ich bin ja in einer Partnerschaft und möchte mit dieser Person ganz viel Zeit verbringen und schätze diese Person für die Eigenschaften, und es ist eigentlich das Schönste, dann diese Zeit dann gemeinsam zu verbringen und gemeinsam kreative Energien zu nutzen, und das ist hat unserem Leben sehr viel Mehrwert gegeben, und damit es eben gut funktioniert, darf man halt nicht vergessen, dass man doch unterschiedlich ist. Und diese Unterschiedlichkeiten zu schätzen, ist in unseren Augen der Schlüssel zu einem produktiven, kreativen Zusammenarbeiten. Wir sind unterschiedlich, wir bringen unterschiedliche Sachen in unseren Arbeitsalltag ein, und das einfach zu schätzen, nicht als Widerspruch zu sehen. Das ist das gibt uns richtig viel Power und lässt uns wirklich total tolle kreative Lösungen finden. Genau. Ja, das klingt auf jeden Fall, dass ihr euch auch gegenseitig die Freiheiten lasst. Ihr arbeitet zusammen, aber schafft es trotzdem, die Beziehung und das Arbeiten zu kombinieren und auch mal die Freiräume zu gestalten. Genau, ich denke, da waren schon ganz viele Tipps dabei für Leute, die vielleicht auch als Paar starten wollen, wie man das dann schafft, die Routinen, ganz wichtig. Gibt es denn noch irgendwelche Sachen, die euch noch mehr anspornen, das so umzusetzen, diese Routinen, zum Beispiel Musik oder was euch einfach noch so ein bisschen unterstützt, was für euch so was Persönliches ist? Das ist ja bei jedem immer was anderes, was einen noch dazu mehr in die eigene Kraft bringt. Genau, gibt es vielleicht irgendwelche Tools oder sowas, die ihr jetzt implementiert habt, seit ihr diesen Lebensstil lebt, wo ihr sagt, das ist das, was uns ungemein geholfen hat, das alles so durchzusetzen? Ich habe eine Liste eben an Sachen, die mir helfen, eben in meine Kraft oder in meine Energie zu kommen. Also vor allem, wenn ich einen Down habe oder eben, wenn es gerade herausfordernd ist oder genau, wenn wir nicht mehr schaffen, unsere Unterschiedlichkeiten zu schätzen, sondern wenn wir aneinander knallen. Also diese Liste ist dann sehr hilfreich, einfach als Tool an sich, dass man dann in so einem Moment auch nachschauen kann, was tut mir jetzt wirklich, wirklich gut. Ja. Und für mich zum Beispiel eben ist es Musik zu hören oder zu tanzen, zu lesen, Kaffee am Nachmittag zu trinken mit etwas Süßem, auch in wirklich tolles Essen zu genießen. Das ist etwas, was uns sehr verbindet, und eben müsste ich vielleicht weiter auf dieser Liste anschauen. Aber einfach, ich glaube, diese Dinge sind für jede Person sehr individuell, aber man muss diese für sich mal rausfinden. Also wenn alles gerade nicht so gut läuft und die Hilfe nicht von außen kommt, dann was kann man von sich aus, von alleine tun, damit man wieder gute Laune hat und wieder in der Balance ist. Also das eben irgendwo niedergeschrieben zu haben, das hilft enorm. Genau, und mir hilft extrem Sport, muss ich sagen. Also Sport, einfach kurz schwimmen zu gehen. Wenn man zum Beispiel in Asien ist, kann man kurz ins Meer springen, einfach. Der Körper reagiert dann gleich einfach, das ist ein anderer Reflex. Das tut mir gut, einfach schwimmen, Sport machen, ein bisschen kurz laufen gehen oder selbst mal spazieren gehen. Es muss gar nicht mal laufen sein. Einfach kurz irgendwo spazieren gehen, einfach was anderes machen. Und im Winter gehe ich gerne in die Sauna. Das hilft mir einfach auch wieder ein bisschen mir Kraft zu geben, in eine Balance zu kommen, wenn ich einfach mal nicht so gut drauf bin. Und welcher Ort ist für euch so der ausschlaggebende gewesen im letzten Jahr oder in eurem Leben? Genau, weil ihr habt ja schon gesagt, nicht digitale Nomaden, nicht immer an einem Ort, immer on the way eigentlich, und dass der Ort natürlich auch wichtig ist für das Wohlbefinden und um gut arbeiten zu können. Was könnt ihr denn, würdet ihr empfehlen, wo jeder wenigstens einmal in seinem Leben hinreisen sollte? Das ist eine sehr gute Frage, weil es so viele schöne Orte auf der Welt gibt. Ein Ort, der uns sicherlich in den letzten 2 Jahren am meisten geprägt war, einfach Neuseeland. Wir sind eben einer meiner großen Träume, oder unsere großen Träume, der gewachsen ist und gemeinsamer Traum. Wir waren in Neuseeland, haben uns ein Auto gekauft und haben 3 Monate sind wir in Neuseeland mit dem Auto umgefahren. Hinten drin bei einer Matratze, wo wir geschlafen haben, waren 2 Campingstühle, ein Campingkocher, und wir haben uns da wirklich das Gefühl von Freiheit gespürt. Und wir sind im Auto mitten in der Natur gewesen,
waren wirklich frei, haben ein Buch gelesen und das und eigentlich in Neuseeland, das war, wo ich gesagt habe, boah, okay, wieso muss das vorbei sein? Wieso dieses Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung, wieso müssen wir es beenden? Und Neuseeland war für uns ein sehr magischer Ort. Und in Neuseeland haben wir auch gesagt, okay, da haben wir wirklich gesagt, wir haben keine Ahnung, wie wir es machen, wir haben wirklich keine Ahnung wie, aber wir wollen das machen. Zum Thema Reisen ist es für mich auch immer interessant. Wie ihr wisst, komme ich aus der Modebranche. Wie ist es denn für euch beim Reisen zum Thema Kleidung? Habt ihr einen besonderen Kleidungsstil oder wie macht ihr das beim Reisen? Könnt ihr da irgendwas empfehlen? Also beim Reisen oder die Methode, die ich für mich sehr entdeckt habe und ich habe das Gefühl, dass es auch sehr gut zu uns passt, ist so Lieblingsstücke zu sammeln, die man eben an einem Ort kauft. Also auch nicht schüchtern sein eben und auch mal etwas mehr Geld für eine Sache auszugeben, die man dann wirklich gerne liebt, also wirklich gern hat und sehr gerne anzieht und dafür öfter zu wechseln. Also eine sehr kleine Garderobe zu haben. Wir reisen aktuell mit Handgepäck und maximal die Hälfte des Koffers nimmt die Kleidung ein. Also die andere Hälfte ist dann Technik, etwas Schuhe, okay, aber eben prinzipiell ist der Handgepäckkoffer doch schnell voll und da wenig Kleidung zu haben, aber die auch schnell wieder loszulassen, das hat sich irgendwie sehr bewährt. Also ich habe mir dann in Malaysia ein Kleid gekauft, das habe ich gefühlt jeden zweiten Tag getragen und das ist mir auch extrem gut gestanden und dann nutzt es auch nach 3-4 Monaten auch mal ab und das dann einfach loszulassen, zu spenden, wegzugeben und dann für was Neues offen zu sein und wirklich diese auch teureren Lieblingsstücke dann sehr gerne zu tragen und sehr oft zu tragen und die dann schnell zu wechseln. Also das ist eine Methode, die gut funktioniert. Das klingt auf jeden Fall sustainable. Wo wirst du deine Kleidung dann los? Wo gibst du die hin? Zum Beispiel in Ländern, wo es eine Second-Hand-Shop-Kultur gibt. Eben da gebe ich es immer eigentlich zu einem Second-Hand-Shop und eben oder so, wenn zum Beispiel so Kleiderboxen wirklich lokale Shops betreiben, also wo das eben nicht irgendwohin exportiert wird, sondern wirklich im Land weiterverkauft wird, dann werfe ich es auch schon einmal in eine Kleiderbox. Und sonst, also mein Favorite ist eigentlich eben Kleidertauschpartys. Also das ist eher in Österreich ist es verbreitet, ich glaube in Deutschland gibt es das auch. Und das ist eigentlich großartig. Also man bringt seine Kleidung hin und geht mit neuer Kleidung nach Hause. Also das finde ich eine sehr nachhaltige Art und Weise. Und eben, wenn man für die Kleidung nichts gezahlt hat, dann tut man sich auch leichter, diese schnell wieder loszulassen, was zu diesem Lebensstil auch sehr gut passt. Und es passt natürlich auch zum finanziellen Aspekt. Tauschen, das ist preiswert, Op-Shops sind preiswert, was ja, denke ich, auch zu dem Modell passt, möglichst günstig oder basic über die Runden zu kommen. Jetzt gebe ich nochmal weiter an Ben. Ja, für mich ist natürlich immer die Frage interessant, was hat Musik für einen Stellenwert in eurem Leben? Ja, die Leidenschaft von Elisa ist ja die Mode, meine Leidenschaft ist die Musik. Gut, die Leidenschaft ist von uns beiden die Musik, würde ich mal sagen. Aber was hat Musik für einen Stellenwert in eurem Leben? Und was ist eure Lieblingsmusik? Was sind eure Lieblingsbands? Könnt ihr da vielleicht ein bisschen was preisgeben? Früher hat Musik den Stellenwert für mich gehabt, dass sie eben meistens so von einem Künstler zu einer gewissen Zeit beeinflusst wurde. Also eben so mit 14 hatte ich meine Nirvana-Phase, dann hatte ich meine The Roots-Phase, dann eine Jim Morrison-Phase, also The Doors, und eben das hat mich eine Zeit lang begleitet und dann ist eigentlich Musik aus meinem Leben während dem Studium bis auf das verschwunden, was irgendwie so in den Clubs gespielt worden ist. Und aber seit wir begonnen haben zu reisen und eben hat Musik meistens den Stellenwert, dass wir uns Lieder merken, die uns dann mit gewissen Menschen verbinden oder vor allem mit gewissen Situationen. Also zum Beispiel, wenn wir im Sommer sind, dann gehen wir meistens mal fort mit unserer Familie. Und dann gibt es ein paar Lieder, zu denen wir tanzen. Und dann, das ist jetzt keine so hochwertige Musik, also meistens etwas trashy. Aber das ist dann einfach diese Emotion, die uns dann an diese Zeit erinnert. Und meistens beschalle ich Daniel dann mit meinen Gesängen von diesen Liedern. Also ich bin die Musik in die Beziehung bringt, oder ich tanze ihn dann an und hüpfe dann rum. Und eben hin und wieder steigt er ein, hin und wieder nicht. Aber eben das ist, also Musik bringe ich eher in unserer Beziehung.
Und eben, also da habe ich auch irgendwie ganz eine besondere Beziehung dazu. Also für mich in meiner Kindheit Musik, also ich habe mich oft eingeschlossen im Zimmer und habe getanzt einfach. Und das habe ich auch mit 14 dann auch noch gemacht und habe das mit 25 wieder für mich entdeckt und das hat wirklich eine therapeutische Wirkung. Ja, also Viki hat eigentlich mehr Musik in mein Leben gebracht. Also man verbindet jetzt irgendwie Songs mit welchen Ereignissen, Erlebnissen, ja. Was man in Neuseeland im Auto gehört, Britney Spears und irgendwas, was die im Secondhand-Shop gab es halt günstige CDs und wir haben halt Katy Perry und sowas genau haben wir gehört einfach und einfach nur, das ist war einfach lustig. Irgendwie Spaß und Leichtigkeit. Ja, das soll Musik ja auch bringen. Also Spaß, Leichtigkeit oder Emotionen. Ich meine, das sind ja Emotionen. Schön, ja, das freut mich natürlich sehr zu hören. Und was uns auch immer noch interessiert ist, wenn ihr jetzt eine überschaubare Menge an Geld euch auf einmal zufliegen würdet. Sagen wir mal, ihr würdet jetzt 10.000 Euro haben. In was würdet ihr die jetzt investieren? Das ist keine Anlageberatung. Wenn wir jetzt 10.000 Euro bekommen würden. Wir würden es auf jeden Fall eben diese Entscheidung basiert auf der Erfahrung, die wir bereits schon gemacht haben. Und jeder muss seine Erfahrungen machen. Aber ich würde es auf jeden Fall aufsplitten in kleinere Beträge. Eben ein Teil in uns selbst. In uns selbst. Also das Wichtigste, einfach in uns selbst investieren. Geht zu die ganzen Seminar hin, besuche irgendeinen Workshop. Einfach investieren dich selbst. Genau. Und das wäre ein Teil. Je nachdem, wie viel ein Event kostet, aber oft muss man schon 1.000 Euro für den ganzen Aufenthalt pro Person mal rechnen. Also da wären schon 2.000 Euro weg. Wir glauben sehr an Kryptowährungen. Wir würden das ist kein besonders sicheres Investment, aber wir würden auf jeden Fall aufgrund unserer Erfahrung auch einen Teil da reinfließen lassen, vielleicht so 2.000 Euro. Ein Teil würden wir in die Börse gehen, in Aktien investieren oder einen ETF-Sparplan aufsetzen. Weil wo wir auch gute Erfahrungen gemacht haben, würden wir in P2P-Kredite investieren, auch vielleicht 2.000 Euro. In P2P-Kredite. Das ist eine besondere Form, also People-to-People-Kredite, wo man zum Beispiel 2.000 Euro Kredit vergibt und das wird an ganz viele Personen aufgeteilt, wo es ja auch das Risiko geringer ist und bleiben noch 2.000 Euro. Ich will 2.000 Euro noch in Edelmetalle, also in Gold investieren. Genau, das ist einfach schon so eine lange Geschichte einfach. Stimmt, ja. Genau. Aber im Splitten, ja. Also vielleicht sind wir uns damit einig, oder wir können spalten, 1.000 Euro in Edelmetalle und 1.000 Euro auch etwas wirklich ausprobieren, experimentieren, ein neues Investment, was man gar nicht kennt, da recherchieren, vertiefen und was Neues ausprobieren, weil so sammelt man Erfahrung. Genau, ja. Ja, schön. Also es soll jetzt ja hier auch keine professionelle Finanzberatung sein. Wenn die Leute das von euch möchten, dann können sie euch ja nochmal separat kontaktieren. Da werden wir den Kontakt gerne herstellen. Und aber was mich auch noch interessiert oder uns beide auch noch interessiert ist, welches Ziel verfolgt ihr denn? Also was wollt ihr mit eurem Projekt? Ihr habt jetzt uns 2 genannt, das Airbnb und dann auch noch diese Finanzberatung für Paare. Welches Ziel verfolgt ihr? Genau, uns geht es darum, finanzielle Bildung in die Welt zu bringen. Weil wir sehen, finanzielle Bildung ist der Schlüssel, um Freiheit zu erreichen. Und ja, wir wollen andere Menschen dabei unterstützen, raus aus dem System zu kommen, nicht nur gefangen vom System zu sein, nicht nur von Wochenende zu Wochenende zu leben, nicht nur von Urlaub zu Urlaub oder von Lohnzettel zu Lohnzettel. Und wir wollen andere Menschen dabei unterstützen, einfach mehr Zeit für sich zu haben, für ihre Familie, für Freunde oder für Reisen, was auch immer. Je nachdem, was die individuellen Vorlieben sind. Und das treibt uns an. Auf jeden Fall auch früh mit Finanzbildung anzufangen, also wo so die ersten Ideen dann in Malaysia, Neuseeland entstanden sind, haben wir auch darüber gesprochen, dass wir gerne auch Vorträge an den Schulen halten würden, wo eben auch sehr früh einfach die Menschen oder eben die Kinder eben damit in Kontakt kommen, aber eben Kinder beginnen schon, also ich glaube mit 15, 16 bekommen Kinder ihr erstes Auszubildendengehalt. Das ist auch schon Geld, was reinkommt. Und wenn man von Anfang an gut damit umgehen kann, dann baut man sich schon früh ein freies Leben auf. Und eben auch im Airbnb Business gibt es auch, also ich komme eher aus der Baubranche
Und eben, wir wollen nicht nur eine Immobilie haben, sondern wir wollen mehrere internationale Immobilien haben, gerne auch an Orten, wo es uns gut gefällt. Und ich eben träume davon, in ein paar Jahren auch selbst Immobilien entwickeln zu können mit ökologischen Materialien. Also eben, ich habe studiert in dem Bereich und das fasziniert mich sehr. Und eben, das ist ein Traum, der sehr, 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 sehr viel finanziellen Background braucht. Aber da arbeiten wir auf jeden Fall hin und halten das für möglich. Und, ja. Dankeschön. Eine Frage, die wir uns überlegt haben, die auch wieder sehr gut passt, die schon wieder in unserem Kopf war, ist, was würdet ihr Kindern und Jugendlichen mitgeben, wenn ihr Einfluss hättet auf die Bildung an Schulen oder wenn ihr sogar eine eigene Schule hättet? Ich denke, so ein bisschen habt ihr das gerade schon beantwortet, aber nochmal, was wäre aus eurer Erfahrung, was ihr in Erziehung, Jugendlichen und Kindern mitgeben wollen würdet? Genau, wir wissen jetzt ja auch schon, das ist hauptsächlich die finanzielle Intelligenz, nenne ich es jetzt einfach mal wieder. So kenne ich das aus dem Buch noch. Ja, aber es kann natürlich auch andere Sachen sein, weil viele ist ja auch wichtig, dass sie halt was lernen, was man im Leben halt auch anwenden kann. Also die Frage ist darauf ausgezielt, wenn ihr jetzt wirklich eine eigene Schule hättet, was würdet ihr dann tun? Was würdet ihr den Kindern beibringen und warum? Also wenn wir wirklich eine eigene Schule hätten, das ist nicht unbedingt eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe, aber wir haben uns schon darüber unterhalten, dass es Fächer in Schulen fehlen, wie eben finanzielle Bildung. Natürlich, das ist unser Fokus, aber wir halten das für zumindest genauso wichtig wie lerne ich offene Kommunikation, Selbstbewusstsein, was ist Liebe oder wie führe ich liebevoll Beziehungen, wie bin ich ein guter Freund. So, und das sind einfach Themen, also das kann man lernen. Also das ist auch etwas, wo ich mir gedacht habe, so Liebe, wenn man dann jemanden wirklich liebt, dann weiß man, was man zu tun hat, so in die Richtung, das ist Liebe. Aber eben in Wahrheit sind das eigentlich alles Umgehensweisen, wie man miteinander umgeht. Und wenn man das falsch gelernt hat, dann kann das sehr destruktiv sein, sowohl in Liebesbeziehungen als auch in Freundschaften, als auch im Arbeitsumfeld. Und eben so Arbeiten im Team, aber wirklich konstruktiv, also nicht diese Frontalveranstaltung. Ellbogengesellschaft. Genau. Ja. Und dann würde es auf jeden Fall ganz viel von solchen Fächern geben, weil ich glaube, Mathe kann man lernen. Also wenn man etwas wirklich machen möchte, dann, man möchte Mathematiker werden oder Physiker oder so. Also ich glaube, es ist wichtig, natürlich in der Schule zu lernen, um eine Vorstellung zu haben, in etwa, in welche Richtung es geht. Aber eben zumindest die Hälfte der ganzen Schulbildung würde ich mit Soft-Fächern ersetzen. Und die zwischenmenschlichen Fächer, also genau. Liebe, Beziehung zu sich selbst auch, ja. Ja. Wenn man sich die Social Media anguckt, was haltet ihr davon? Wie ist eure Einstellung dazu? Facebook, Instagram, was es alles noch gibt? Ja, genau. Wir haben auch Instagram und Facebook-Kanal, müssen wir auch sagen. Aber muss man aufpassen, wie man es nutzt. Okay, man kann es nutzen nur zum Konsum oder auch vielleicht nur zur Verblödung. Und man muss aufpassen, auch durch welchen Filter man die ganzen Kanäle nutzt. Man muss also sagen, auch es ist viel einfach Fake, auch was gezeigt wird einfach auf Instagram und sonstiges, das Leben von diesen tollen Stars, alles super duper und fancy und nie Probleme und beste Figur und immer alles wunderbar. Aber hinter den Kulissen zu schauen einfach, das sieht man einfach nicht auf Instagram, aber es gibt es einfach. Und so hetzen viele, jugendliche Kinder und ich auch früher einfach irgendwelche Idolen hinterher, die einfach nicht erreichbar sind, weil sie es auch selbst nicht so sind. Sie präsentieren sich so klar auf Instagram, auf Facebook, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Genau. Einfach ein bewusster Umgang ist wichtig auf jeden Fall, ja. Was man konsumiert. Also ich möchte kurz noch auf den Punkt eingehen, eben wie Daniel das gleich am Anfang gesagt hat, es kann zu was Positivem und was Negativem genutzt werden. Also ohne die ganze Technik, zum Beispiel wir reisen und können mal unsere Eltern oder Freunde anrufen. Eben aber so, wenn diese Technik es nicht geben würde, dann wäre es viel schwieriger, Beziehungen aufrechtzuerhalten und wir hätten nicht mal die Möglichkeit, Kontakt mit den Liebsten zu halten. Und so schätzen wir das
wie Technik unser Leben beeinflusst, aber eben genauso macht es süchtig, zieht rein, eben stört unsere Konzentration und eben wirklich ein vernünftiger Umgang mit Technik, das kann man auch lernen. Wäre auch ein tolles Schulfach. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr gute Herangehensweise. Was uns auch immer noch interessiert, weil wir sind ja hier bei Unpopular People und da ist die Frage, was würdet ihr denn tun, wenn ihr popular, also sehr bekannt wärt, wenn ihr in der ganzen Welt viele Follower hättet und viele Leute, die euch folgen und eine ganz große Reichweite hättet? Was würdet ihr anders machen, wenn überhaupt? Genau, wenn überhaupt. Vielleicht würdet ihr ja gar nichts anders machen wollen. Ich würde sagen, gerade aktuell würden wir nicht anders machen, muss ich sagen. Wir würden super, wenn wir viele Follower hätten, aus Reichweite, dann könnten wir unsere Message finanzielle Bildung weiter in die Welt bringen und auch zeigen, wie wir unsere Beziehung leben, einfach, die nicht perfekt ist und die einfach auch Herausforderungen aufzeigt. Wir können einfach auch, unsere weitere Message einfach in die Welt bringen, aber viel größer. Genau, also wir versuchen auch so ein Teil vom Rich Mindset, also wir versuchen aktuell einfach wirklich unser Leben zu leben, also eben, dass es keinen Unterschied macht, wie viel Geld wir tatsächlich auf dem Konto haben oder eben, was wäre, wenn wir eben 1000-mal so viele Follower hätten oder so. Und und so leben wir tatsächlich unser Leben, wie ich glaube, ich eben auch unser Leben leben würde, wenn sich da was ändern würde. Und eben, ich glaube, ich träume schon davon, so ein Team aufzubauen und eben um diese Inhalte einfach noch viel schneller voranzubringen. Oder wenn es dann im Immobilienbereich um große Projekte geht, dann werden wir auf jeden Fall ein Team brauchen. Also das ist wahrscheinlich dann der nächste Schritt. Aber eben so vom Lebensstil her sind wir dort angekommen, wo wir hin möchten. Das ist schön. Herzlichen Dank. Wir kommen jetzt auch zu unserer letzten Frage des Interviews und das ist eigentlich nochmal für unsere Zuhörer. Wo können Sie denn mehr über euch erfahren? Wo können Sie euch finden? Wie können Sie mit euch in Kontakt treten? Genau, unser Hauptkanal ist aktuell noch Instagram, unser Name Finanzstark als Paar. Und wir haben aber auch gerade eine Facebook-Seite gestartet und eine Facebook-Gruppe, wo sich Paare austauschen können über ihre Finanzen. Also es ist eine geschlossene private Gruppe, wo sich Paare wirklich in einem geschützten Raum austauschen können über ihre Finanzen oder Fragen stellen können einfach. Genau, das sind so aktuell unsere Hauptkanäle: Facebook, Instagram und... Genau, und in Kürze werden wir eben in unserer Bio in Instagram, aber vielleicht könnten wir das schon in den nächsten Tagen hinbekommen, einen Link veröffentlichen, wo man sich für ein kostenloses Strategiegespräch mit uns über Skype verabreden kann. Und ja, da kann man schon persönlich dann mit uns sprechen. Genau, können wir mal quatschen. Super, dann nehmen wir eure Kontaktdaten auf jeden Fall nochmal in den Shownotes mit auf für alle Zuhörer. Dort könnt ihr dann nachlesen, wie ihr mit Daniel und Viki in Kontakt treten könnt. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich für das Interview, für eure Zeit. Es war wirklich sehr schön und interessant für uns und bestimmt auch die Zuhörer, mehr von euch zu erfahren. Ja, also auch von mir vielen herzlichen Dank und jetzt am Ende ist natürlich immer noch ein bisschen Platz für ein paar abschließende Worte eurerseits. Also vielen Dank von unserer Seite aus und ihr könnt gerne noch jetzt ein paar abschließende Worte finden, wenn ihr das möchtet. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir dabei sein durften. Eine war eure ersten Podcast-Folge. Wir haben uns ja schon persönlich auch schon kennengelernt beim Seminar. Und ja, ich finde eure Idee mega geil, mega spannend. Und ihr habt auf jeden Fall schon 2 Zuhörer auch mit uns beiden. Und ja, wir sind gespannt, wo eure Reise hingeht. Für uns eben war das ein tolles Gespräch und wir hoffen, dass wir Menschen damit inspirieren können und eben besucht uns auf Finanzstark als Paar, kontaktiert uns und wir hoffen, dass wir tolle Inhalte in die Welt bringen können und Menschen inspirieren können. Ja, da wünschen wir euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei, alles Gute für die Zukunft und herzlichen Dank. Vielen Dank für eure Zeit, herzlichen Dank. Bis bald. Danke. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über Viki und Daniel erfahren wollt, dann geht doch einfach auf www.unpopularpeople.com. Dort findet ihr alle Infos zu dieser Sendung und die Shownotes. Wenn ihr ein exklusives Angebot von den beiden erhalten möchtet, dann kontaktiert uns doch auf www.unpopularpeople.com oder schreibt uns eine E-Mail an info@unpopularpeople.com und wir können bestimmt etwas Tolles für euch heraushandeln. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!